wie du dein Leben mit Gedanken steuerst. Die 7 Gesetze des Geistes. Hey Lisa, endlich sehen wir uns mal wieder. Wie geht's dir so? Ach, Anna, mir geht's ganz gut. Hab viel um die Ohren, aber ich bin froh, dass wir uns treffen. Du meintest am Telefon, du hättest da was Spannendes über mentale Gesetze gelesen. Erzähl! Genau, ich bin neulich auf 7 mentale Prinzipien gestoßen. Weißt du, die mentalen Gesetze sind im Grunde wie unsichtbare Regeln, die unseren Geist und damit unser Leben lenken. Sie zeigen, wie unsere mentalen Muster maßgeblich unsere Realität erschaffen. Das fand ich unglaublich faszinierend. Diese 7 hier sollen erklären, warum wir unser Leben manchmal voll im Griff haben und manchmal gar nicht. Natürlich gibt es verschiedene Versionen, aber diese 7 gelten als besonders grundlegend. Klingt spannend. Leg los. Ich bin ganz Ohr. Übrigens, was ich dabei total interessant finde, wir alle sind extrem einzigartig. Kein Mensch hat die gleichen Fingerabdrücke, Ohrabdrücke oder Blutgruppen. Und trotzdem funktionieren in uns dieselben seelischen und geistigen Mechanismen. Am Ende des Tages sind wir, wie manche sagen, mentale Wesen. Alles andere transportiert nur unseren Verstand. Und so wie es Naturgesetze für Elektrizität oder Schwerkraft gibt, wirken auch diese geistigen Prinzipien unweigerlich, ob wir dran glauben oder nicht. Wow, das klingt gleich viel tiefgründiger. Also sozusagen, wenn man ein Gesetz der Schwerkraft ignoriert, fällt man trotzdem. Und bei den mentalen Prinzipien ist es ähnlich? Exakt. Selbst wenn du nicht daran glaubst, beeinflussen sie dich. Deshalb ist es so wichtig, sie zu kennen und bewusst zu nutzen. Also, das erste nennt sich Prinzip der Kontrolle. Es bedeutet, dass wir uns am wohlsten fühlen, wenn wir glauben, selbst über unser Leben zu bestimmen. Fühlen wir uns dagegen völlig fremdbestimmt, kann uns das auf Dauer deprimieren oder wütend machen. Kenn ich. In meinem alten Job dachte ich ständig, mein Chef würde alles diktieren. Ich war nur noch frustriert. Erst als ich mich traute, Vorschläge zu machen und offene Gespräche zu führen, fühlte ich mich wieder als Steuermann meines Lebens. Genau das ist es. Psychologen reden da vom internen Kontrollort. Das Gefühl, dass ich entscheiden kann. Wenn du stattdessen glaubst, alle anderen hätten die Macht, dann verlierst du deine Energie. Verstehe. Und wie setzt du das konkret um? Ich frage mich oft, was kann ich jetzt tun? Auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Wenn ich im Stau stehe, kann ich wenigstens ein Hörbuch anmachen oder meinen Lieben Bescheid sagen, dass ich später komme. Ist nicht die Riesensache, aber ich fühle mich direkt weniger ausgeliefert. Klingt echt plausibel. Ich sollte das auch öfter machen, statt mich nur zu ärgern. Manche nennen das Gegenteil übrigens Gesetz des Unfalls, wenn wir nie planen, uns treiben lassen und dann meinen, wir hätten nur Pech. Wer aber aktiv steuert, fühlt sich anders. Apropos Kontrolle, da kommen wir direkt zum nächsten Prinzip. Nennen wir es Planen statt Zufall. Das beschreibt die Leute, die nie so richtig planen und sich dann wundern, warum alles chaotisch läuft. Also nach dem Motto, ach, das Leben passiert halt, und dann jammern, wenn's schief geht. Genau. Wer nicht plant, überlässt vieles dem Zufall und fühlt sich oft als Opfer der Umstände. Ein gutes Beispiel. Wenn du kein Budget festlegst und deine Ausgaben nicht im Blick hast, stehst du am Ende des Monats vielleicht ohne Geld da und fühlst dich, als hätte dich das Leben unvorbereitet erwischt. Das erinnert mich an Beziehungen, die ich einging, obwohl ich gar nicht wusste, was ich eigentlich will. Und am Ende sagte ich, Pech gehabt. Dabei hatte ich einfach keinen Plan. Wenn wir gezielt sagen, ich möchte eine liebevolle, wertschätzende Beziehung und uns auch selbst entsprechend verhalten,
verlassen wir diese Zufallsmentalität. Also, anstatt nur zu hoffen, sich klar machen, was man wirklich will und sich dann aktiv dafür einsetzen. Genau. Übrigens, etwa 80% der Leute leben unbewusst so und wundern sich dann über das Chaos. Und dann kommt das Prinzip von Ursache und Wirkung. Bedeutet, alles in unserem Leben hat eine Ursache. Nix passiert einfach so. Das leuchtet mir sofort ein. Wenn ich überzeugt bin, etwas nicht zu können, engagiere ich mich weniger und ernte natürlich schlechtere Ergebnisse. Exakt. Oder beim Thema Gesundheit. Wer sich schlecht ernährt und kaum bewegt, wird irgendwann die Konsequenzen spüren. Gleichzeitig kann man das jederzeit umdrehen, indem man die eigentlichen Ursachen ändert. Also nicht mehr klagen, warum bin ich so müde, sondern checken, vielleicht schlafe ich zu wenig oder esse ungesund. Genau so. Und das Tolle ist, wenn du in deinem Leben etwas ändern willst, kannst du dich fragen, welche Ursache sollte ich setzen, um das gewünschte Ergebnis zu bekommen? Man sagt dazu oft, was du säst, wirst du ernten. Wenn du negative Szenarien säst, erntest du Frust. Wenn du etwas Ermutigendes säst, bekommst du etwas Aufbauendes zurück, wie ein Bauer, der je nach Samen andere Früchte erntet. Gute Metapher, macht's total klar. Grundsatz. Nummer 4 ist das Prinzip des Glaubens. Kennst du das? Wenn du fest an etwas glaubst, ob gut oder schlecht, wird es oft wahr. Stimmt. Ich denke da an das Zitat von Henry Ford. Ob du glaubst, du kannst es, oder ob du glaubst, du kannst es nicht. Du wirst immer Recht behalten. Genau. Hast du mal das Beispiel von diesem Schüler gehört, der dachte, er hätte einen IQ von 98 und deswegen immer schlechte Noten schrieb, bis er erfuhr, dass 98 bedeutete, er läge über 98% der anderen? Plötzlich glaubte er, schlau zu sein, und prompt wurden seine Leistungen besser. Ist schon krass, was so ein Glaubenssatz bewirken kann. Ich dachte lange, ich sei künstlerisch unbegabt, weil mir ein Lehrer sagte, du kannst nicht zeichnen. Ich habe nie geübt, also war ich tatsächlich schlecht. Ja, das ist das Tückische. Erst musst du den einschränkenden Glauben entlarven und ihn dann neu formulieren, zum Beispiel ich kann es lernen statt ich kann es nicht. Und natürlich Schritt für Schritt handeln. Weißt du, manche Leute entwickeln da regelrechte blinde Flecken. Wenn du felsenfest glaubst, ich bin unfähig, erkennst du nicht mal Chancen, die dir direkt vor der Nase liegen. Das ist total logisch. Ich sehe das oft bei Leuten, die überzeugt sind, sie seien zu alt oder zu jung und dadurch erst gar nicht hingucken, was es für Möglichkeiten gäbe. Das 5. Prinzip ist Regel der Erwartung. Was wir aufrichtig erwarten, ziehen wir an wie ein Magnet. Das merke ich im Alltag. Wenn ich denke, der Tag wird stressig, garantiert habe ich Pech, finde ich lauter Gründe, die das bestätigen. Erwarte ich aber etwas Gutes, bin ich offener für nette Zufälle. Genau. Erinnerst du dich, wie du letztes Jahr vor diesem Date sagtest, das wird bestimmt langweilig. Und dann war's das auch? Unsere innere Haltung beeinflusst, wie wir Situationen erleben. Stimmt, ich hab's regelrecht herbeigerufen. Ein kleiner Trick, den ich mal gehört habe, ist morgens zu sagen, heute passiert was richtig Schönes. Auch wenn's was Banales ist. Aber so programmiere ich meine Laune. Ja, das wende ich auch an. Meist passiert dann tatsächlich etwas Positives. Oder ich nehme es anders wahr. Apropos Erwartungen. Die wirken auf 4 Ebenen. Einmal das, was unsere Eltern in uns sahen, dann, was unser Chef oder Vorgesetzter erwartet, was unsere Freunde oder Familie von uns erwarten und am wichtigsten, was wir selbst von uns erwarten. Und wenn man Eltern hatte, die immer nur kritisierten,
Dann ist es vielleicht schwerer, sich selbst als fähig zu sehen, oder? Genau. Aber auch das kann man ändern, wenn man diese Erwartungsketten bewusst hinterfragt. Weiter geht's mit dem Prinzip der Anziehung. Wir ziehen das an, was unseren dominierenden inneren Überzeugungen entspricht. Richtest du dich beispielsweise immer auf Mangel aus, bekommst du mehr Mangel. Richtest du dich auf Chancen aus, nimmst du sie viel eher wahr. Das habe ich so erlebt, als ich Geldprobleme hatte. Ich habe mich nur auf Schulden und Ängste konzentriert. Klar, dass ich keine Lösungen sah. Erst als ich dachte, ich kann damit umgehen, habe ich angefangen, nach Wegen zu suchen und sie tatsächlich gefunden. Genau. Es ist, als würde man den Fokus einstellen. Plötzlich entdeckt man Möglichkeiten, die man vorher ignorierte. Und man muss natürlich ins Tun kommen, oder? Ich kann ja nicht nur still rumsitzen und hoffen, dass mir alles zufliegt. Absolut. Eine stärkende Geisteshaltung und klare Erwartungen machen dich empfänglicher. Aber du musst immer auch handeln. Hast du schon mal gehört, dass unsere innere Einstellung wie eine Vibration wirken kann? Manche sagen, alles schwingt auf einer Frequenz. Wenn wir uns dauernd ängstliche Szenarien ausmalen, ziehen wir Umstände an, die exakt damit resonieren. Klingt fast esoterisch, aber irgendwie logisch. Wir filtern die Welt ja stark nach dem, was wir uns innerlich erzählen. Genau. Wenn wir das verstehen, kommen wir zum letzten Prinzip. Eine Frage hätte ich noch. Wie zeigt sich das eigentlich im Alltag, wenn man innere Ruhe hat? Spürt man das wirklich im normalen Leben? Absolut. Wenn du zum Beispiel morgens aufstehst und dir bewusst Zeit nimmst zum Durchatmen oder eine kleine Meditation machst, startest du viel entspannter in den Tag. Dann wirst du anders mit Stress umgehen, weniger genervt im Stau sein und insgesamt harmonischere Begegnungen haben. Das ist innere Ruhe, die sich in Gewohnheiten widerspiegelt. Klingt gut. Ich könnte mir angewöhnen, statt sofort zum Handy zu greifen, erst mal 2 Minuten ruhig zu sitzen und bewusst zu atmen. Genau. Und dann merkst du, wie diese Gelassenheit sich auf all deine nächsten Schritte ausweitet. Und schließlich das Prinzip der Entsprechung, auch bekannt als wie innen, so außen. Unser Umfeld spiegelt oft unsere innere Haltung wider. Das klingt fast schon philosophisch. Aber ich sehe es ja selbst. Wenn ich innerlich chaotisch bin, spiegelt sich das in meinen Beziehungen und manchmal sogar in meiner Wohnung. Exakt. Ich hatte mal eine Phase, da fühlte ich mich wertlos. Prompt geriet ich in Beziehungen, wo mich Partner ständig kritisierten. Erst als ich anfing, an meinen eigenen Wert zu glauben und Grenzen zu setzen, änderte sich auch mein Beuteschema. Und zack, mein Außen passte sich an. Das ist ein gutes Beispiel. Also zuerst das Innen sortieren, dann ändert sich das Außen. Genau. Manche machen den Fehler, nur außen zu polieren, also sozusagen das Auto waschen, statt den Motor zu prüfen. Aber wenn wir im Inneren etwas ändern, wandelt sich das Außen fast automatisch. So, das waren sie, unsere 7 Prinzipien. Kontrolle, Plan, Ursache und Wirkung, Glaube, Erwartung, Anziehung und Entsprechung. Und irgendwie hängen sie alle zusammen. Eins beeinflusst das andere, wie Zahnräder im Kopf. Mein persönlicher Favorit ist übrigens das mit der Erwartung, weil ich da am schnellsten Veränderungen bemerkt habe. Ich glaube, ich werde es gleich ausprobieren. Vielleicht fange ich mit einem kleinen Dankbarkeitstagebuch an und sage mir jeden Morgen, heute passiert etwas Wunderbares. Klingt zwar simpel, aber ich kann mir vorstellen, dass es viel ändert. Genau. Dieses morgendliche „Ich glaube, heute wird etwas Fantastisches geschehen“ kann echt alles verändern. Man nimmt plötzlich andere Dinge wahr, findet Parkplätze, bekommt Anrufe im richtigen Moment, solche Sachen. Ja,
So lenke ich meinen Fokus auf das Gute. Und wenn mal was Unangenehmes passiert, kann ich immer noch fragen, was kann ich lernen oder anders machen, anstatt mich stundenlang zu ärgern. Super Idee. Danke dir, Anna, für all diese Impulse. Ich habe jetzt richtig Lust, mehr Verantwortung zu übernehmen und meine inneren Überzeugungen bewusster zu lenken. Das freut mich total. Wir können uns ja in ein paar Wochen wieder treffen, um zu sehen, was sich verändert hat. Auf jeden Fall. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich bin gespannt, was sich alles tut. Und ich bin sicher, dass dir unterwegs ein paar richtig coole Gelegenheiten begegnen werden. Klingt nach einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Ich liebe es. Na dann, lass uns darauf anstoßen und den Tag genießen. Abgemacht. Auf neue Ideen, mehr Klarheit und auf uns. Genau. Prost! Auf das, was wir mit diesen Prinzipien in die Welt bringen.